In diesem Video zeige ich dir, ja, wie du dein Werk, dein Produkt verpackst und wie du es in die richtigen Größen bekommst, ja, und dann noch verpackst und bei Etsy einstellst. Ich habe jetzt einmal die PSD-Datei geöffnet, damit du sehen kannst, wie die verschiedenen Ebenen aussehen. Und dann habe ich mir verschiedene Formate herausgesucht, die der Kunde zum einen am Drucker zu Hause drucken kann oder halt auch drucken lassen kann. So gängige Formate. Du kannst natürlich jedes andere Format nehmen. Das soll jetzt hier gar nicht stören. Ich habe jetzt einfach ein paar rausgesucht. Wenn dir etwas anderes besser gefällt, ja, dann nimm halt das, ne? Im Endeffekt geht es darum, deinem Kunden möglichst viele Möglichkeiten anzubieten. Das heißt, der eine möchte das Ganze vielleicht im Kinderzimmer übers Bettchen hängen und braucht nicht mehr als ein A3-Format. Der nächste möchte das aber vielleicht über die halbe Wand im Wohnzimmer hängen und braucht vielleicht ja 1 Meter mal 1,40 oder sowas. Wenn du eine Datei erstellst, dann bitte möglichst groß und so, dass die einfach immer runterskaliert werden kann. Bitte nicht daran denken, etwas hoch zu skalieren. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt etwas im Verhältnis 2:3 und das 2:3 sind jetzt 24 mal 30 cm, was ziemlich klein ist, dann kann ich das skalieren, zum Beispiel in 12 mal 15, weil das ist die Hälfte von 24 mal 30 und das würde keinen Qualitätsverlust bedeuten. Und für den Kunden ist es einfach zu machen, beziehungsweise auch für dich, der das einfach dann nur in verschiedenen Größen abspeichern muss. Das Ganze 15 mal, weiß ich nicht mehr. Also das zweite Format in 12 mal 15 kann man auch noch weiter runter skalieren, meinetwegen in 6 mal 7,5 würde immer noch dieses Verhältnis 2:3, also 2 Teile von dem einen und 3 Teile von dem anderen bedeuten. Das Ganze geht natürlich auch in jedem beliebigen anderen Format. Ich habe jetzt einfach nur mal ein kleines hier genommen. Du kannst natürlich auch mit 1 Meter und 1,40 Meter arbeiten, kein Problem. Ich zeige dir das jetzt am Rechner, wie man das macht, wie man das setzt und wie du das abspeicherst in den verschiedenen Formaten und wie du die verschiedenen Formate in Photoshop auch anlegst, sodass du das immer wieder hast und immer wieder darauf zugreifen kannst. Das ist schon ja, ganz praktisch, ne? Wenn man verschiedene Produkte erstellen möchte. Ich habe jetzt in Photoshop hier einmal meine PSD-Datei geöffnet und was ich noch gemacht habe, ich mache das mal einmal klein, ist, ich habe mir auf dem Desktop, das sind alles die Dateien, die wir bereits erstellt haben, und das hier sind Ordner mit den Formaten, die ich erstellen möchte. Das heißt, hier zum Beispiel, wenn ich jetzt mal öffne, dann siehst du hier oben verschiedene Formate. 10 mal 15, 20 mal 30. Und du siehst, das ist das Format 2:3, ne? Nämlich 30 mal 45 ist hat 2 Teile, 30 sind also 15, 2 mal 15 und hier sind es 2 mal 10 und wieder runter skaliert sind es 2 mal 5, ja. Also kann man das immer so weiter runter skalieren. Und diese Größen müssen wir jetzt erstellen. Da passt natürlich unser quadratischer Donut so gar nicht rein, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen oder ja, ob man da vielleicht ganz anders vorgehen muss. Aber ich behaupte erstmal, das funktioniert und mache meine Datei jetzt in 50 mal 75, weil wie gesagt, die kann ich dann alle beliebig herunterskalieren bis auf 10 mal 15. Du kannst das natürlich für deinen Kunden machen oder du kannst dem Kunden sagen, okay, kann er jetzt auch selber machen. Das ist wie du das möchtest. Aber ich würde sagen, biete deinem Kunden alle Formate an, weil kann nicht schaden, ne? Die meisten haben kein Photoshop und wenn, wissen sie gar nicht damit umzugehen. Deswegen ist es immer eine ganz gute Idee, sich diese Mühe mal eben zu machen. Ja? Also, ich mache jetzt ein Dokument in 50 mal 75. Du siehst schon, das hier ist viereckig, passt so erstmal gar nicht. Ne? Also, wir machen jetzt 50 mal 75 hier, nicht in Pixel, sondern in Zentimeter. 50 mal 75 in der Höhe. 300 dpi Auflösung, immer ganz wichtig. Ich bleibe bei dem RGB Farbprofil, weil es mehr Farben bietet als CMYK. Und in der Regel kommt es auch besser raus. Wenn man es drucken lässt, könnte man es natürlich auch noch in CMYK abspeichern. Ich lasse es jetzt einmal in RGB hier drin. Dann mache ich hier ja, als Hintergrundfarbe erstmal weiß.
Das können wir aber gleich ändern. Und dann speichere ich mir das Ganze jetzt einmal als Vorgabe ab, ja, und nenne das ganz unromantisch einfach 50 mal 75 und klicke auf Speichern. Wenn ich das habe, finde ich das alles hier immer unter gespeichert. Also wenn ich Dokument neu anklicke, dann kann ich hier auf gespeichert klicken und habe dann immer hier mein Dokument. Jetzt klicke ich auf Erstellen und habe erstmal das Dokument hier. Ja, und wie kriegen wir jetzt was Viereckiges in was Rechteckiges? Ne? Das ist jetzt die Hauptfrage. Also als erstes würde ich sagen, wir schaffen uns mal denselben Ausgangspunkt. Ich mache jetzt mal die Hintergrundfarbe gleich. Das heißt, ich klicke hier auf meinen Kreis, sage Farbfläche und ja, wähle dann dieselbe Farbfläche, die ich hier habe. Klicke auf OK. Im nächsten Schritt brauchen wir jetzt ja diese Hintergrunddatei. Am besten hier beide, ne? Also hier haben wir einmal das Weiß und dann das Beigefarbene. Die müssen wir jetzt beide rüberbringen. Das heißt, ich drücke die Umschalttaste, markiere beide Ebenen und ziehe die einfach hier rüber auf meine. Du siehst, das passt jetzt schon mal so gar nicht, ne? Also müssen wir erstmal gucken, wie weit wir das anpassen können. Jetzt ist das hier wahrscheinlich ja, festgestellt, ja, machen wir nochmal, dass ich das gleichmäßig skalierte. Will ich jetzt nicht. Ich möchte das jetzt hier so anpassen, wie es mir gefällt. Und ziehe das mal einfach so. Das ist jetzt ein Vektor, von daher kann ich diese Ebenen hier beliebig vergrößern oder verkleinern, ohne dass es zu einem Qualitätsverlust kommt. So, jetzt habe ich das schon mal angepasst. Jetzt muss ich meinen Donut drüber haben. Nehme mir hier aus der PSD-Datei den Ordner Donut. Mache den mal zu, kann man dann besser sehen. Und ziehe den hier wieder auf mein Dokument. Und du siehst schon, es ist wieder sehr klein, also Command T und mache das Ganze größer. Ups. Ja, es ist immer ganz wichtig, den ganzen Ordner anzuklicken und dann Command T zu drücken, weil nur dann kann ich das auch ja, beliebig skalieren. Ne? Aber du siehst, was jetzt passiert ist. Ich habe hier den Haken nicht drin, also gehe ich nochmal auf Abbrechen und gehe wieder auf Command T. Immer sicherstellen, dass du den Ordner Donut angewählt hast. Gehe dann hier auf mein Schloss und dann kann ich das auch größer ziehen. So, jetzt habe ich schon mal den wichtigsten Aspekt hier drin, nämlich die beiden kleinen Donuts. Und jetzt muss ich mir halt vorstellen, hier kommt noch das Herz drunter und dann die Schrift. Ja, wie mache ich das jetzt? Ich würde sagen, so ungefähr könnte das passen. Gehe erstmal hier wieder drauf. Du siehst, das braucht ein bisschen, weil das ja jetzt auch eine sehr große Datei wird. Ja? Deswegen immer ein bisschen Geduld haben, je nach Alter deines Computers geht das auch. Ne? Und hier haben wir das Herz, dasselbe nochmal. Ziehe ich wieder rüber, ist sehr klein, Command T. Sicherstellen, dass das hier festgestellt ist und dann einfach größer ziehen. Ne? Kann ich immer so ein bisschen im Verhältnis machen. Kannst natürlich immer so machen, wie du möchtest, aber ich mache es jetzt mal einfach hier so in dieser Größe. So. Und dann brauchen wir natürlich auch noch die Schrift von dem Dokument. Und dazu klicke ich hier die Schrift an oder halt auch einfach auf die Ebene Schrift. Ne? Ziehe das wieder hier rüber. Command T. Du siehst, das ist einfach mehr ja, eine Arbeit, ja, die halt gemacht werden muss. Ne? Nichts Schwieriges. Und kann dann halt meinen Text hier rüberziehen. Jetzt stellt sich noch die Frage, ist das alles richtig ausgerichtet? Möchte ich es ein bisschen anders ausrichten? Bleibt dir überlassen. Du kannst es natürlich auch von Photoshop formatieren lassen. Das ja, ist völlig freigestellt. Also habe ich jetzt mal, ja, so ungefähr möchte ich das doch gerne haben. Das ist jetzt mein Poster, ist fertig, sieht genauso aus wie das, habe es aber in einem komplett anderen Format und schöner noch, ich habe es jetzt hochskaliert auf, ja, was war das jetzt, Command Alt I, 50 mal 75 cm, kann es dementsprechend auch runterskalieren in 25 mal 50 und so weiter. Ne? Also ich kann es immer beliebig skalieren, wie wir das eben gesagt haben. Also ich exportiere das jetzt einfach einmal, Datei exportieren, exportieren als und dann hier, ja, kann ich jetzt mal verschwenderisch sein, ne? Ich mache es nämlich jetzt auf großartig, ja? Weil ich ja jetzt auch das Ganze drucken möchte, ne? Deswegen und einem Kunden verkaufen, also darf es auch ruhig eine große Sache sein. Du siehst schon, der Computer kämpft ein bisschen, das dauert jetzt auch, je nach Leistung und dann kann ich das hier einfach abspeichern. Ich gehe mal jetzt hier auf Abbrechen
und zeige dir hier nochmal, das zweite Format, was wir jetzt hier haben, ist 40 mal 60. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke und ich gehe jetzt auf Command-Alt-I und gebe jetzt 40 mal 60 ein, also ich gebe nur hier oben 40 ein, dann geht das hier unten auf 60 oder in dem Fall auf 59,99, ja? Also ein kleiner Rechenfehler. Wie auch immer, es ist dann in der Skalierung genau gleich und ich könnte es jetzt runterskalieren und dann abspeichern. Nochmal für meinen Kunden, ja, oder sagen, er kann das selber, aber wie gesagt, besser, ich mache mir die Mühe, mal eben alle Dateien abzuspeichern. Ich gehe nochmal auf Abbrechen, weil ich nochmal die Datei so speichern möchte. Dann kann der Computer das jetzt auch eben ohne mich machen. Und ich zeige dir nochmal, worauf es hier noch ankommt. Ja. Datei exportieren, exportieren als. Wie gesagt, großartig. Und du siehst schon, das Ganze hat dann 451 Megabyte. Ne? Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, muss ich das wirklich so groß haben? Ne? Mit dem Verkaufen wird es dann auch nicht gerade leichter. Ja, also für uns mache ich das jetzt mal einfach kleiner. Hauptsächlich aus dem Grund, damit sich das jetzt schneller abspeichert. Gehe hier auf Speichern und packe das in meinen Ordner in 50 mal 70. Mache jetzt hier 50-70. So hat man es gleich im richtigen Format. So, er kann jetzt speichern und dann, wie gesagt, skalieren wir das Ganze nochmal runter. Command-Alt-I. Mache ich nochmal hier, breite jetzt auf 40. Das, was ich dir im Prinzip gerade schon gezeigt habe, klicke auf OK, jetzt wird das Ganze verkleinert und ich speichere das dann nochmal ab in 40 mal 60. So, also nochmal Datei exportieren, exportieren als und dann lasse ich es hier wieder in gut, exportieren und jetzt bin ich im falschen Ordner. So, hier oben 40 mal 60, also wieder 40-60. Das mache ich jetzt einfach für alle meine Dateien. Und wenn ich das getan habe, du siehst jetzt hier schon meine beiden, ne? Einmal die große, einmal die etwas kleinere, dann habe ich für den Kunden schon mal einen Mehrwert geschaffen. Ne? Und wenn ich jetzt hier zurückgehe, mache ich das natürlich auch noch in dieser Größe, in 45 mal 60, was das Ganze dann wieder ein bisschen verändert. Ne? Also ich kann das nicht dann 1:1 von dem Dokument 50 mal 75 auf 45 mal 60 ziehen. Da wird immer irgendwie was fehlen. Ne? Deswegen gilt es, dass du dann nochmal genauso anfängst, wie ich dir das am Anfang gezeigt habe und von dem 12 mal 12 das Ganze kleiner gemacht habe. Ja? Also du siehst, das ist schon ein bisschen jetzt eine Fleißarbeit. Aber für deinen Kunden ist das natürlich eine sehr gute Sache. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, vor allen Dingen geholfen, weil wenn du das soweit fertig hast, dann kannst du es einfach zippen und bei Etsy verkaufen. Und ich zeige dir in einem anderen Video nochmal, was du jetzt tust, wenn deine Download-Dateien einfach zu groß sind. Ne? Aber das schauen wir uns in einem anderen Video an. Bis hierhin erstmal. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du möchtest den Kanal abonnieren, klickst die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.